Während unseres Aufenthalts in Marokko würden wir Tag für Tag mit dem unendlichen Tierleid konfrontiert. Wir wurden nahezu täglich von Straßenhunden begleitet und haben sie an unseren Stellplätzen mit Essen und Trinken versorgt. Schnell wurde uns bewusst, dass wir mehr tun wollen. So kamen wir zu Morocco Animal Aid. Als wir das Shelter in Agadir zum ersten Mal besuchten, wurde uns erst klar, wie groß das Ausmaß wirklich ist. Es war sehr emotional und nicht mit Worten zu beschreiben, was all diese Tiere erleben mussten. Und da liegt er. Und fällt nicht mehr raus. Ja, gefällt dir der Fuß, ja? Wir haben einen Passagier. Ja, der ist einfach hier reingehüpft. Da, der ist einfach hier reingehüpft. Der fühlt sich schon gleich heimisch, ja? Der will gar nicht mehr. Jetzt wissen wir auch, wer du bist. Du bist also Cäsar. Gab es schon andere vor dir, ne? Du bist ein kleiner Dickkopf, haben wir gehört. Wir wollten wenigstens einem Lebewesen eine bessere Zukunft ermöglichen und ihm eine Familie sein. Wer hätte je gedacht, dass eines Tages ein Husky einfach in unseren Bus springt und vor allem, was in der Zukunft alles auf ihn wartet. Und jetzt müssen wir uns entscheiden und wir wissen gerade nicht, wie Eigentlich wollen wir Cäsar mitnehmen, richtig? Eigentlich wollen wir Cäsar mitnehmen. Cäsar wurde im Rahmen des Nomad Dogs Programm bei Morocco Animal Aid aufgenommen. Sie haben ihn versorgt, medizinisch behandelt, geimpft, kastriert, mit Streicheleinheiten verwöhnt und ihm Liebe geschenkt. Zuerst wollten wir einen jüngeren Hund adoptieren, aber uns wurde schnell bewusst, dass Cäsar diese Entscheidung längst getroffen hatte. Kuschelt sich richtig ran, ist richtig süß. Aber wir wissen nicht, ob er zur Adoption freigegeben ist. Das klärt sich gerade noch ab, also da können wir nur abwarten. Ja, wen haben wir denn da? Das ist Cäsar. Wir haben jemanden mitgenommen. Wir konnten ihn nicht dort lassen. Außerdem hat er sich uns ausgesucht. Genau. Cäsar ist schon 4 Jahre alt und wir glauben irgendwie, dass er schon Besitzer hatte, weil es super entspannt ist mit ihm. Guten Morgen. Wie wär's mal mit Aufstehen? Passt zu uns. Ein richtiger Landschläfer. Ja. Na, Großer, ich muss jetzt aber fahren. Da musst du da runtergehen. Cäsar, es geht weiter. Roadtrip. Runter mit dir. Wuhu. Da freust du dich, ja? Da freust du dich. Aber er liebt auch den Fahrersitz. Er liebt es hier. Ja. Gestern ist er hier den ganzen Abend, als wir Abend gegessen haben, wie so eine kleine Schnecke hier auf dem Fahrersitz gelegen. Hat sich immer wieder gedreht und gewendet. Das war richtig süß. Gell, du? Die große Zeit ist nachher wieder, okay? Ich muss jetzt fahren. Ich muss jetzt hierher sitzen. Komm, geh rüber. Runter mit dir. Runter mit dir. Was nimmst du noch im Schoß? Fährst du mit mir? Fährst du mit mir? Ein kleines Wasserscheu. In this beautiful life, there are no ends, only infinite beginning. Oh. And when you meet someone and your heart explodes. Cäsar liebt es einfach auf dem Sitz zu sitzen. Er ist heute der Boss hier, ne? Ja. Hallo? Sitzt du jetzt immer mit mir vorne, oder was? Das war Tina hinten, ne? Okay. Ihr seid in Deutschland wieder. Abgemacht, ja? Abgemacht. Und wie er es immer genießt, dass er rausgucken kann und alles mitbekommt. Ja. Neugieriger Süßbär, hm? Ja. Love, when you let it flow, you don't have to think too hard. No questions and no doubts. You know it's right. You know it's right.
somewhere. Die ärgern dich, gell? Because someday, someday, somewhere, you will meet Und die ärgern ihn ohne Ende. We will meet again. So don't be afraid of what the future holds. This moment is strong. Just trust and go. This universe is your mother's love. Lay her arms. Das erste Mal, dass wir ihn erleben, dass er Angst hat und unsicher ist. Wenn er nicht wieder wegbekommt vom Fleischer, dann muss man andere Maßnahmen ergreifen. Cäsar hat gerade Fleisch vom Fleischer geschenkt bekommen und dann haben wir ihn aber nicht mehr weg vom Laden bekommen, deswegen musste Mauri ihn erstmal wegtragen. Er hat natürlich gehofft, dass er da jetzt das ganze Kamel essen kann. Mit jeder Menge Unterstützung und viel Geduld konnte Cäsar letztes Jahr im September endlich mit uns nach Europa einreisen. Oh, wir haben alle Papiere, wir haben alle Zertifikate. Oh, da kommt ja. Oh, wie schön. Wir können ihn endlich mit nach Europa nehmen und es war einfach so viel die letzten Wochen und ich bin so dankbar, dass es jetzt endlich geklappt hat, wir alles beisammen haben und wir endlich mit ihm ausreisen können. Was für eine riesengroße Erleichterung das für uns war, kann man sich kaum vorstellen. Wir haben ja ein riesiges Geschenk, was wir aus Afrika mitbringen werden. Kennst du es? Wir sind unterwegs nach Tarifa. Oh, das ist unglaublich. Bye bye Marokko. Was ist hier los? Was macht ihr denn hier mit meinem Bus? Da versuchen wir jetzt schönes Spielzeug raus, Leckerlis. Alles für dich. Cäsar hat so viele super herzliche und wundervolle Menschen kennengelernt. Er wollte nie alleine sein, sondern immer mittendrin. Er wollte alles miterleben, jeden einzelnen Moment. Cäsar hat schon erlaubt. Very nice. It's Africa. It's Africa. In kürzester Zeit wurde er der perfekte Reisebegleiter. Er hat es so genossen, in Pumba umherzufahren, aus dem Fenster zu schauen und die Welt da draußen zu erkunden. Siehst du alles, ha? Cäsar war ein süßer, total verschmuster und verkuschelter Sturkopf, der sich uns immer mehr geöffnet hat. Up.
der beste Baustellenhund. Wie beim René Greer. Mit dem Snowboard. Na, mein Schatz? Na, mein Schatz? Du nicht? Oh, ja, mein Schätzi. Er hat uns an die faszinierendsten Orte begleitet, atemberaubende Landschaften bestaunt und voller Neugier neue Tiere entdeckt. Zusammen sind wir insgesamt durch 9 Länder gereist. Dabei hatte er manchmal auch einiges zu erzählen, vor allem wenn es um Essen oder um so manche Schafe ging. Nein! Der Verrückte, ey. Cesar, was ist los? Ja, was ist denn? Ja, hallo? Na, mein Schatzi. Hallo. Hallo! Hallo, mein Schatz. Alles gut. Wie Huskies schlafen, Position 1. Nebenbei bemerkt hat er, genau wie wir, Schlafen geliebt. Welche Feini. Die süße kleine Snake. Schlaf gut, du kleine Snacke. Was er noch mochte? Buddeln, buddeln, buddeln.
Vor allen Dingen, jetzt ist der wieder sandgleich. Du bist eine kleine Wühlmaus. Ah, da scheint wieder jemand gut zu gehen, zum Glück. Cäsar? Ja, du kleiner Sandhund. Na, mach's auf. Nee, pass auf. Cäsar hat das erste Mal Weihnachten mit uns gefeiert und seinen allerersten Winter erlebt. Das erste Mal Schnee zwischen seinen Pfoten gespürt, gefuttert und sich reingelegt. Er hatte so viel Spaß, durch den Schnee zu tapsen und eine Nacht in einer kleinen Wanderhütte in Schottland zu verbringen. Everyone wants to sweat off their feet, overwhelmed and smooth. It's romanticized, idealized. Nothing has been more cool. In Schottland hat er auch seinen besten Freund Archie kennengelernt. Gemeinsam mit Rob und Archie waren wir lange unterwegs und haben jede Menge unvergessliche Abenteuer erlebt. I wanna be in. I knew from the start I would get in over my head. Your playful heart is not to be played with. It's all that they say, and then some more, falling head over heels. But take my advice, it comes with a price. To have a blind managing the wheel. My playful heart has got me in trouble now, but it's a Nach unserer einzigartigen Reise in Pumba waren wir voller Vorfreude, uns in ein neues Kapitel zu stürzen. Wir hatten bereits eine passende Wohnung für uns drei in Leipzig gefunden. Nach der gemeinsamen Zeit auf 6 Quadratmetern wollten wir ihm das beste Leben ermöglichen, waren dabei, seine Knie-OP zu planen, neue Reisepläne zu schmieden. Doch dann kam alles anders. Du fühlst dich richtig wohl hier. Und den Teppich hat er auch schon eingenommen. Ja, das ist auf jeden Fall sein Platz. Der Fellwechsel geht los. Ganz plötzlich traten akut Komplikationen auf. Wir haben bemerkt, dass es Cäsar nicht gut geht und haben umgehend einen Tierarzt aufgesucht. Trotz mehrfacher ärztlicher Behandlung ist er ganz unerwartet bei einer Gassi-Runde zusammengebrochen. Wir haben versucht, ihn bei Bewusstsein zu halten, waren in wenigen Minuten in der Tierarztpraxis. Die Ärzte und das gesamte Team haben alles versucht, ihn mehrfach reanimiert und beatmet. Doch er ist nicht wieder aufgewacht. Mach's gut, mein Cäsar.